unserer neuen Lounge. Wir fliegen heute von Hanoi nach Da Nang und sind deswegen jetzt im Flughafen. Wir sind jetzt im nationalen Terminal, also Terminal 1. Ein bisschen verwöhnt, aber tatsächlich hat der aktuelle Flughafen zwei Terminals, Terminal 1 und Terminal 2. Die sind aufgeteilt an international Terminal 2 und Terminal 1 ist wie gesagt für die Inlandsflüge aufgeteilt. Sehr, sehr großer Flughafen übrigens auch. Ich bin schon ein bisschen rumgegangen, habe mir einiges angeguckt, habe einiges getestet und würde auch gerne gleich schon zur ersten Kategorie kommen. Check-in und Zugangsprozess für die Lounge. Das war relativ einfach, ging eine kleine Wartezeit, aber es war super, es war komfortabel. 2 Damen waren dort, haben uns eingecheckt, wie immer mit dem Priority Pass von American Express und wir konnten ganz einfach einchecken. Dafür ein voller Punkt. Kommen wir nun zur Atmosphäre und Design. Das ist asiatisch angehaucht, ein bisschen cooler Stil. Ich finde das sogar auch angepasst gewesen hier an Weihnachten, denn es ist jetzt der 26. Dezember. Die haben hier schön dekoriert, die haben wirklich alles mit Details gemacht, mit viel Liebe und die Atmosphäre, wie gesagt, ist wirklich cool. Von daher von meiner Seite aus auch ein ganzer Punkt für Atmosphäre und Design. Kommen wir nun zu Sitzmöglichkeiten. Es gibt hier wirklich viele unterschiedliche Stühle. Die einen sind ein bisschen breiter, Sitzbänke, es gibt hier große Lounges, es gibt ganz normale Stühle mit Tisch. Ich glaube, also die Vielfalt an Stühlen und Tischen ist hier völlig ausreichend und abwechslungsreich. Deswegen von meiner Seite aus ein voller Punkt für Sitzmöglichkeiten. Kommen wir nun zum vierten Punkt, Ruhe- und Lärmpegel. Also jetzt ist es gerade echt voll. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Sehr viele Menschen hier, die dann reden und Kinder, die auch rumschreien. Also es ist okay, sage ich mal, aber jetzt aktuell von mir aus einen halben Punkt Abzug, weil die Musik sehr, sehr laut ist, das Catering, wenn es aufgefüllt wird, sehr, sehr laut ist, Kinder schreien. Also von daher Lärmpegel, man kommt, ich glaube, dann eher zur Ruhe, wenn das hier ein bisschen weniger los ist. Deswegen nur ein halber Punkt für Ruhe und Lärmpegel. Kommen wir nun zu unserem nächsten Punkt, der mir sogar besonders hier gefallen hat. Das ist nämlich das Essen und die Getränke. Es gab eine riesen Auswahl an Getränken, das habt ihr selber gesehen. Es gab sogar frische Suppen, die gekocht worden sind, für einen mit den entsprechenden Zutaten, die man haben möchte. Es gab frisches Obst, es gab frischen Kaffee, den man sich ziehen konnte. Riesen Auswahl an Bieren, Pepsi, allem drum und dran. Also von daher von meiner Seite aus für Essen und Getränke auch ein voller Punkt. Machen wir nun weiter mit dem Service. Der Service hier ist echt cool. Wir haben sehr viele Leute, die hier die ganze Zeit sauber machen. Es ist auch im Boden sauber, egal wo du hinguckst. Es wird hier sauber gemacht, die Teller werden aufgeräumt. Alles wird hier wirklich sehr, sehr sauber gehalten. Okay, rechts von mir steht jetzt ein Weinglas, was noch nicht abgeräumt worden ist. Aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Deswegen für Service ein ganzer Punkt. Wie schon eben gerade in dem Punkt zuvor erwähnt, gibt es für Sauberkeit von meiner Seite aus auch ein voller Punkt. Denn wie gesagt, es wird hier gereinigt, die Toiletten sind sauber, du hast sogar einen Duschraum hier, also von daher wirklich Sauberkeit 1A. Weitaus besser als andere Lounges, deswegen auch von meiner Seite aus hier für Sauberkeit ein voller Punkt. Kommen wir nun zu Punkt 8, Arbeitsmöglichkeiten und WLAN. Also WLAN habe ich hier getestet, ist super schnell. Es gibt ja sehr, sehr viele Steckdosen, fast an jedem Platz oder an jeder Bucht sozusagen kann man seinen Laptop anschließen, aber zusätzlich gibt es hier auch nochmal 2 Arbeitsplätze, die du halt kostenfrei nutzen kannst. Kannst keinen Computer anschmeißen, also kannst dort einen Computer anschmeißen und kannst dann im Internet surfen. Also das finde ich schon sehr, sehr gut. Du hast hier sogar auch noch einen Drucker. Das heißt, wenn du irgendwas ausgedruckt haben möchtest, kannst du hier einfach drucken. Deswegen von meiner Seite aus dafür auch ein ganzer Punkt. Kommen wir zum Punkt 9, Unterhaltungsmöglichkeiten. TV gibt es hier, der anscheinend für Kinder ist, ich weiß es nicht. Es gibt hier ein Board, wo alle Flüge angezeigt werden und es gibt einen Massagesessel und TV-Zeitschriften. Beziehungsweise Zeitschriften grundsätzlich, also ganz viele Stationen, wo Zeitschriften unterschiedlicher Art sind. Ich finde, das ist völlig ausreichend für die Lounge. Eine Kleinigkeit könnte man machen für die Kinder, ein kleines Spielparadies oder ähnliches, weil hier echt sehr viele Kinder sind. Aber das ist eher nur so ein On-Top-Ding. Deswegen kann ich dafür nicht einen halben Punkt abziehen und würde da dementsprechend halt einen vollen Punkt geben für Unterhaltungsmöglichkeiten und Zeitschriften. Kommen wir nun zu unserem vorvorletzten Punkt. Es geht hier um besondere Annehmlichkeiten wie Duschen, Massagen, Spa etc. und auch Schlafmöglichkeiten. Also Schlafmöglichkeiten gibt es hier nicht, aber dafür wie gesagt Duschen. Es gibt hier einen Massagesessel, Spa gibt es hier jetzt nicht. Aber ich glaube, trotz dessen ist das ein gutes Angebot für so eine kleine Lounge, dass es hier, wie gesagt, auch Duschen gibt.
und dass es hier einen Massagesessel gibt. Deswegen von meiner Seite aus würde ich dafür eigentlich einen ganzen Punkt geben. Denn, was ich noch vergessen habe, es gibt hier noch einen Raucherraum, der speziell nur für Raucher ist. Da kannst du reingehen mit Tisch, mit auch Lounge-Möbel, glaube ich, und kannst da auch rauchen. Deswegen von meiner Seite aus für besondere Annehmlichkeiten ein voller Punkt. Also ich glaube, unser vorletzter Punkt sagt alles. Im Hintergrund seht ihr es, man hat direkten Blick auf die Start- und Landebahn bzw. zu den einzelnen Gates hier. Mega cool. Also für Flugzeugfreunde beste Aussicht, besser geht wirklich nicht. Es sind auch sehr, sehr große Fenster, deswegen von meiner Seite aus ganzer Punkt für Aussicht, Aussichtsmöglichkeiten in der Lounge oder aus der Lounge, ganzer Punkt. Kommen wir nun zu unserem letzten Punkt, Wartezeit bzw. Wartezeit bis zum Boarding. Du bist von der Lounge bis zum Boarding über Fahrstühle relativ schnell an deinem Gate. Das ist so wie ein Dreieck aufgeteilt hier. Das heißt, du bist dann jeweils ganz schnell in deinem Gate. Das haben wir schon sehen können. Das heißt, wir sind in 5-6 Minuten sind wir am Gate und können dementsprechend dann auch zum Flugzeug einsteigen. Deswegen gibt es von meiner Seite aus Wartezeit bis zum Boarding ein ganzer Punkt. Kommen wir nun zur Gesamtbewertung, die ich jetzt hier schon mache. Ich gebe der Lounge insgesamt 11,5 Punkte. Also fast eines der besten Lounges, in denen wir jemals waren. Es ist alles top. Essen, Sauberkeit, Vielfalt, Aussicht, all diese Punkte. Deswegen gibt es von meiner Seite aus insgesamt 11,5 Punkte für die Lounge hier in Hanoi am Terminal 1 und würde dementsprechend diesen Vlog hier beenden. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Like gerne dieses Video und bis zum nächsten Mal.